Wir versuchen jetzt mal die Dachkonstruktion hier aufzubauen. Da hat Martin gerade schon drauf gemacht und dann ist uns eingefallen, ach, wir müssen ja filmen, ne? Ja, und gerade musstest du mir ja auch noch helfen. Also, das ist ja immer so eine Sache, ja, mit Kamerafrau und Hilfsfrau. Ja, so, jetzt ist unsere Theorie, die Ecke auch noch hier drauf zu setzen. Ja, Warte, so. und das ganze Ding dann später, wenn es oben ist, gerade zu sehen. Aber wenn es klappt oder nicht klappt, seht ihr. Ich gehe mal einmal weg, weil letztes Mal in Sicherheit. Letztes Mal ist es nicht so gut ausgegangen. Da habe ich das Dreieck abgekriegt. So. Es ist oben. Genau. Bei uns war letztes Mal das Problem, wir haben das so rum, also richtig rum versucht drauf zu packen und dann hat das Ding halt einmal Schwung gekriegt, hat mich getroffen. Ja, jetzt Ja, haben das ist wir natürlich alles gefährlich hier wieder, was wir hier machen. Ist nicht zum Nachmachen geeignet. aber wir wollen ja viel selber schaffen. Genau. Und ne, wieso soll man sich dann da auch Hilfe holen, wenn man das selber schafft? So ist das. Irgendwie haben wir bisher eigentlich fast alles hingekriegt, ne? Jetzt müssen wir das quasi gleich nur noch einmal drehen. Nur noch, ja. Ja, genau. In der Hoffnung, dass das nicht runterrutscht. Ja. Ja, kannst du zur Not immer noch mal abschrauben und dann variieren. Genau. Ich glaube, jetzt kannst du ausmachen. Ich zeige euch mal, was ich so in der Zwischenzeit noch ein bisschen gemacht habe. Wir haben hier vom Werner Papaya gekriegt. Die hat leider die Umpflanzung nicht ganz so gut überlebt, aber die kommt wieder. Dann haben wir hier Kartoffeln. Da sind auch noch Kartoffeln. Wir räumen das Eis die Tage noch hier ein bisschen auf. Und da fehlt meist die Zeit zu. Da ist die eine Chili-Pflanze. Die hier, da komme ich gefühlt gar nicht mit dem Ernten nach. Und da kommen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Hier haben wir eine Jasminpflanze, das ist eine Rangpflanze. Und einmal eben da die Ecke zeigen und dann gehe ich wieder zu Martin. Weil sonst meckert er gleich wieder. Ich habe hier auch schon angefangen aufzuschütten. Immer so weit, wie ich es schaffe. Okay, die muss ich nochmal aufstellen, aber der Boden ist momentan zu hart. Das sind alles hier Königin der Nachtkakteen. Das sind die die Preisgeber quasi der Drachenfrucht. Und so habe ich alles hier schon bis vorne jetzt fertig. Da müssen wir jetzt die Tage auch nochmal dran. Das ging jetzt so schnell, innerhalb von einer Woche war das Unkraut so hoch. Und Nala! Komm. Ich bin zurück. Martin hofft, alles zu haben. Jetzt muss ich erstmal hier nichts schrauben. Ja, dann mach doch. Schwupp. Der hört sich gut an. Ich vermute, der hat ja hier auch so eine Schlagbohrfunktion. Und ich vermute, dieses Top-Qualitätsprodukt, ja, ich kann nämlich hier auch schon nicht mehr so richtig hier hin und her stellen, hat jetzt dauerhaft Schlagfunktion. Ich bin begeistert von der Qualität dieses Werkzeuges. Ich möchte ja nicht mehr meckern. Nein. Auch von den Schrauben konnte man jetzt nicht sehen, aber der Sarah hat. Ja, ich liebe diese Schrauben hier, die sind so toll. Jede dritte bricht der Kopf ab. Schöner kann man doch nicht arbeiten. Untertreiben. Kannst du mir bitte noch eine Schraube geben? Ich weiß zwar nicht, wie die Stadt jetzt da noch reinkriegen soll, aber... Gold oder Silber? Silber. Ich habe da jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Da bist du eh zu dunkel. Das wird eh nicht klappen, aber... Ja, klappt doch. Und ich habe gelogen, Siehste, nicht jede ich sag zweite doch nicht Schraube. So, untertreiben. jetzt kann ich nichts mehr machen. Jetzt brauchst du mir keine neue mehr holen. Ich habe da schon versucht, die schräg reinzumachen. Naja. Aber der war auch mal länger. Ja, der ist auch schon abgebrochen. Aber das möchte ich jetzt mal auch an meine Bohr, weil ich drücke ja immer zu viel beim Bohren. So, wir müssen das Ding jetzt umdrehen. Das heißt, du kannst die Kamera irgendwo fest hinstellen oder wie auch immer. Ich brauche dich jetzt, um die Schrauben hier reinzustellen. Geh mal bitte erstmal ein bisschen außer Reichweite, wenn ich das jetzt drehe. Er hat mich ein bisschen zu dir noch, oder? Nee.
drin. Soll ich mal rüber? Guck mal, wenn du da eine Schraube reinkriegst, ist gut. Aber pass mit der Leiter auf, die wackelt übelst. Sieht doch mal ein bisschen gerade. Ach nee, das ist ja... Vielleicht brauchst du noch einen Hammer oder so. Wenn du das Teilding abmachen würdest, würde das vielleicht hinhauen. Oder wenn du die Schraube löst. So, und jetzt Das ist jetzt auf dem Balken. Genau, auf dem Balken. Und wo ist das Loch davon? Zentimeter noch nach da. So? Also ist schon mal irgendwie reingerutscht. Dann nimm mal jetzt ein Hämmerchen und versuch drauf rumzuhauen. Ja. So, jetzt sieht das schon mal gut aus. Und eigentlich müsstest du noch... Nein! Ei! Zwei Drittel ist geschafft, ja, hat auch einigermaßen geklappt oder sehr gut sogar geklappt mit den beiden ersten. Jetzt kommt der letzte drauf, der ist natürlich um Längen schwerer, weil wir hier noch eine Holzverkleidung haben, weil das halt ja hier die Stirnseite ist, wo man drauf guckt. Und die haben wir jetzt auch erstmal dran gelassen. Wir haben nur oben die Leisten abgemacht, weil da war schon vorgefertigt für die Dachlatten, und da wir die wahrscheinlich auf andere Maße gleich machen werden oder damit wir da nicht so gebunden sind, haben wir die erstmal abgemacht. Kann man immer noch wieder dran machen. Ja, versuchen wir jetzt einfach mal. Unser Dach nimmt so langsam Gestalt an. Die ersten zwei Bleche sind auch schon da oben. Kann man von hier wahrscheinlich ein bisschen besser sehen. Sind jetzt natürlich noch nicht komplett verschraubt. Erstmal nur so grob drauf. Ja, der Rest fehlt natürlich noch. Aber das werden Sarah und ich jetzt gleich mal angehen. Aber immerhin, man kann schon erkennen, es wird ein Dach, relativ groß. Da werden wir viel Ablagemöglichkeiten haben, um dann hier unseren ganzen Plunder hier mal ordentlich darunter zu verstauen. Das sieht ja dann auch ein bisschen besser aus. Das Dach nimmt Gestalt an. Martin ist fleißig da, die Schrauben am reinwürgen. Ich habe hier schon das Holz weggepackt, was gleich eben Weg ist. Und da angefangen aufzuschütten, dass ein bisschen wassergeschützter ist alles. Reste zeigen wir euch weiter. Guck mal. Lass gleich die Schraube fallen. Die erste Dachseite ist gleich fertig. Martin macht die letzten Schrauben rein. Yay! Und die andere Seite ist ja auch schon zur Hälfte fertig. Bald haben wir es geschafft. Da leider geht jetzt gleich auch bald schon die Sonne unter. Wo ist sie denn? Irgendwo da. Sonnenuntergang und ärgerlicherweise alles fertig, bis auf ein einziges Blech. Naja, das werden wir dann morgen nachholen müssen. Aber jetzt kurz vorm Dunkelwerden brauchen wir da gar nicht mehr anfangen. Denn bei uns geht das ja recht schnell mit dem Dunkelwerden. So sieht's aus, das Dach. Morgen geht's weiter. Also, bis dann. Guten Morgen zum Hundestreicheln. Ja, eigentlich sind wir nicht zum Hundestreicheln da, aber die drängen sich halt immer auf. Hier liegt die letzte Platte
Und die werden wir jetzt da oben drauf machen. Die letzte Platte ist drauf. Dach ist sozusagen fertig gedeckt. Oben am First fehlt natürlich noch was. Das machen wir später. Aber ich wollte nur zeigen, wie immer, wenn wir ein Dach gemacht haben, Dach fertig gedeckt haben, fängt es an zu regnen. Ja, hier oben am First kann man noch Licht sehen. Wir werden hier, weil das ja nur ein Provisorium ist, da einfach nur Asphaltfolie drüber ziehen. Normalerweise kommt da so ein Blech drüber. Werden wir aber nicht machen. So, Sarah hat hier angefangen schon aufzuschütten. Und wir werden jetzt hier das Eisen auf die andere Seite machen. Dieses komische runde Lianen-Ding, das liegt hier immer rum auf dem Hof. Ja, das liegt hier ständig rum und keinen Hund interessiert. Kaum hat Nala das, will Simba das auch haben. Ja. Der wird alles haben, was Der will alles haben, was Nala hat. Und hat er das dann, lässt das dann sowieso ein paar Sekunden später fallen. Naja. Jetzt schon wieder aufzurichten. Soweit, so gut. Das war unser Regen. Genau, das war unser Regen. Jetzt hört es schon wieder auf. Ja, hier hat sich ein bisschen durchgebogen, oder besser gesagt, die Latte war so gebogen. Man kriegt hier in Paraguay nicht das schönste Holz. Also ich habe hier viel geschimpft beim Dachaufbau, weil mir das alles so nicht, ja, Sarah sagt, ich schimpfe immer, weil mir das so alles nicht gefallen hat. Beim nächsten Dach werden wir mal schauen, das werden wir deutlich anders planen. Wir haben ja hier auch mit Reststücken gearbeitet und auch hier nicht genau gearbeitet. Wir haben einfach nur das Ding aufgestellt, weil auch alles teilweise mit Reststücken, ja, nur was gefehlt hat, haben wir dabei gekauft. Und deswegen, also das ist halt nur für Material drunter legen. Dementsprechend, ja, haben wir da eher auf Geschwindigkeit als auf Qualität gesetzt. Aber egal, das Ding wird schon halten. Und auf dem anderen Grundstück werden wir dann besser bauen. So, jetzt hat Nala hier ein Machtwort gesprochen. Ja. Gut, der Nachbar macht jetzt Krach, also hören wir jetzt auf hier. Gestern, als wir das Dach aufgestellt haben, hat es ja schon ein bisschen geregnet. So ein paar Tropfen. Heute kamen so ungefähr 2 mm runter. Man sieht ja hier, der Boden ist leicht feucht. Reicht immer noch nicht. Wir brauchen noch viel mehr Regen. Hier haben wir ein paar Sachen schon abgedeckt. Gut, hier ärgerlicherweise nicht. Da sind aber auch nur ein paar Tropfen drauf gekommen. Da mein Schweißtisch ist zum Beispiel ganz trocken geblieben. Hier unten sieht man es schön an der Erde. Also das Dach hat jetzt schon so ein bisschen was gebracht. Gut, heute haben wir auch keinen Wind beim Regen. Wenn jetzt ein kräftiger Wind kommt, bläst er natürlich da drunter. Müssen wir gucken, dass wir das mit Planen so ein bisschen zumachen, damit wir da die Sachen schön trocken haben. Aber als erstes ist das doch schon mal schön, wenn die Sachen hier so einigermaßen im Trocknen liegen. So, Auto steht auch wieder da, hat den LKW ja erfolgreich rausgezogen. Dementsprechend können wir jetzt erstmal Pause machen.